12 Group Workshop. Members help members. Heinz-Georg Schneider spricht über die Tür-Fensterdichtung. Es gibt hier insgesamt in diesem Bereich 3 Dichtungen. Die wichtigste ist die Außenschachtdichtung. Das ist die so weit geschrumpft ist, dass man die so hin und her schieben kann. Und natürlich ist die hier so 3 cm circa zu kurz. Ja, das heißt, die ist nicht abgeschnitten, also die ist tatsächlich so weit geschrumpft. Die ist in allen Dimensionen geschrumpft, sodass sie halt auch sich hier in der Türzierleiste hin und her schieben lässt, ja, ohne dass sie irgendwo fest ist. Was ja nicht gerade zur Dichtigkeit der Türverkleidung auch beiträgt. Genau, da kommt dann halt Wasser rein, was da eigentlich, falls man mal im Regen fährt, was dann halt da nicht rein soll. Des Weiteren gibt es hier im vorderen Bereich gibt es hier eine sogenannte Kederdichtung in einem 8-Profil, also wie eine 8, wo der untere Kreis der 8 befindet sich unter der Zierleiste und der obere Kreis befindet sich auf der Zierleiste. Eine Leiste, die so aussieht, hier in der Aufsicht kann man das 8-Profil erkennen. Okay. Und da diese Kederleiste bei meinem Fahrzeug fehlte, habe ich mir da mal 2 neue besorgt. Und bei der Wiedermontage der Türzierleiste wird die dort zwischengeklemmt. Wie das Ganze fertig aussieht, sehen wir uns jetzt auf der anderen Seite an. Wichtig ist noch, dass hier hinter der Scheibe von außen betrachtet befindet sich noch eine stoffüberzogene Clipsleiste, die im Neuzustand so aussieht. Die hat hier Metallklipse. Da ich erst später gesehen habe, dass diese Leiste nur noch in Fragmenten da ist, konnte ich die nicht gleich mit einsetzen und musste sie dann erstmal besorgen. Wichtig beim Einsetzen dieser Leiste ist, dass man diese Bereiche der Klipse, dass man die mit Gleitmittel, Schmiermittel, Fett oder Öl bestreicht, damit die auch in die Löcher gut reinflutschen. Weil man hat nur einen Versuch. Okay. Bei Montagefehlern oder falls es mal nicht so flutscht, kann man so eine Leiste auch ruinieren, weil dann die Klipse wieder abgehen. Gut, da gucken wir uns das jetzt nochmal auf der anderen Seite an, wie es dann im fertigen Zustand aussieht. Genau. 12 Group Workshop. Members help members. So, auf der Fahrerseite ist die neue Außenschachtdichtleiste bereits montiert. Und wir sehen, dass sie also einmal schön elastisch ist und dass sie auch den Schacht komplett abdichtet. Und hier im vorderen Bereich sehen wir den montierten Keder. Ah ja, prima. Da bei mir die Dreiecksfensterdichtungen noch sehr ordentlich aussehen, besteht da jetzt kein Handlungsbedarf. Um die auszutauschen, muss man wahrscheinlich aber den gesamten Chromrahmen ausbauen. Eine weitere Baustelle ist noch die Textilleiste für die Fensterführung, die hier einmal so herumgeht. Dieses Fenster geht schwer und ich habe diese Dichtung auch bestellt, also einmal rundum. Wahrscheinlich muss ich dann dazu auch den Chromrahmen ausbauen, da die Scheibe heraus muss. Das kann man aber trotzdem alles noch ganz gut so autodidaktisch erledigen. Da braucht man jetzt keinen Fachmann. Das macht sogar Spaß, wie du gesagt hast, wenn man da den Fortschritt sieht und dass es hinterher wirklich top aussieht und dicht ist. Vermutlich muss ich die Lage des Chromrahmens genau markieren, damit ich hinterher nicht so viel Arbeit beim Einstellen des Chromrahmens habe. Weil es soll ja dann auch gut passen und nicht irgendwie den Lack beschädigen. Da gibt es aber einen tollen Tipp von unserem technischen Direktor Michael Dünschede auf unserer 912 Registerseite. Der erklärt da genau, wie man den Scheibenrahmen entfernt, wieder einbaut und auch neu justiert. Na, dann habe ich ja was zum Nachlesen und kann das dann in Angriff nehmen.
Prima, das war mal interessant, Heinz-Georg. Und da danken wir dir für deine Ausführungen. Danke. 912 Group Workshop. Members help members.